Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NJ Wilimir. Ja, ich war schon länger inaktiv und heute bin ich zurück. Und zwar diesmal etwas anders. Es ist nämlich das erste Mal, dass ihr mich hier auf dem Kanal auch seht. Also auch mein Gesicht und nicht nur meine Hände. Mal gucken, ob ich sowas dann jetzt öfter mache oder ob das das einzige Mal bleibt. Es hängt dann damit zusammen, wie sehr ich dann am Ende zufrieden bin und wie euer Feedback so ist. Das ist ja im Moment alles ein bisschen schwierig mit der Corona-Pandemie und ich bin deswegen auch zu Hause und habe jetzt mal Zeit, mal wieder ein Video zu drehen. Mir geht es aber soweit gut und ich hoffe euch und euren Familien auch. Ja, heute möchte ich euch ein paar Sachen aus Japan zeigen, die ich habe. Ich sammle immer ganz besonders gerne die Sachen aus Japan. Das ist irgendwie so eine Sammelleidenschaft von mir. Alles, was aus Japan ist, möchte ich immer unbedingt haben. Und ein paar Sachen davon, wie gesagt, möchte ich euch heute zeigen. Und da sind auch ein paar coole und auch seltene Sachen dabei. Am Anfang nochmal was dazu, was an japanischen Sachen denn überhaupt so besonders ist. Das sind einige verschiedene Sachen, die diese Japan-Pressung besonders machen. Zum einen, wenn wir uns jetzt mal so eine Invincible-CD hier hernehmen, ist das dieser Obi-Streifen, der immer um die CDs und um die Schallplatten drumherum ist. Ja, das ist eben dieser Papierstreifen, der kommt hier so drumherum. Und da sind dann noch Informationen auf Japanisch drauf und der Barcode ist dann ja auch nochmal meistens drauf. Und der ist immer sehr schön, der macht das Ganze sehr dekorativ, finde ich. Der Oberstreifen drum ist hier nochmal von der anderen Seite, sieht es immer gleich viel schöner aus, finde ich. Und die japanischen Pressungen sind eben auch nur komplett mit diesem Obi-Streifen, deswegen ist es mir wichtig, dass der auch immer dabei ist. Das zweite ist, dass in diesen japanischen Pressungen das Booklet immer viel dicker ist oder, wie in diesem Fall, sogar zwei Booklets dabei sind. Hier haben wir einmal das normale Invincible Booklet, wo dann die Lyrics auf Englisch alle drin sind. Und dann haben wir auch nochmal dieses japanische Booklet. Da sind dann noch ein paar Sachen auf Japanisch drin, meistens auch die Lyrics. Das ist dann immer noch so ein kleines extra Feature, was dann noch in diesen japanischen Releases immer mit dabei ist. Als drittes kann man sagen, dass in Japan die Sachen, die dort rauskommen, immer eine sehr, sehr gute Qualität haben. Also bei Boxen ist dann die Pappe viel dicker als bei den europäischen oder bei den US-Versionen. Und generell kann man das einfach so festhalten, die Sachen aus Japan sind immer in einer höheren Qualität. Und die kommen vor allem auch immer in einem sehr guten Zustand. Denn die Japaner, die scheinen sehr, sehr gut auf ihre Sachen Acht zu geben. Und man kann, wenn man sowas aus Japan kauft, immer davon ausgehen, dass die Schallplatten oder die CDs keine Kratzer haben, dass da keine Stickerabrisse dran sind, nichts mit Marker irgendwie draufgeschrieben ist, wie ich das bei Pressungen aus Lateinamerika zum Beispiel kenne. Da scheint das so Usus zu sein, dass man mit dem Edding da was draufschreibt auf die Cover. Das gibt es in Japan alles nicht und deswegen sind die Sachen, die man aus Japan kriegt, immer sehr, sehr schön und in einem super Zustand. So viel vorab. Jetzt zeige ich euch die Sachen, die ich euch gerne heute zeigen möchte. Ich habe 3 Sachen vorbereitet, besser gesagt 3 so kleine Bereiche vorbereitet. Die umfassen dann gleich mehrere Objekte, die ihr dann gleich seht. Der erste Bereich ist der This Is It Film. Vielleicht wisst ihr, dass ich durch den This Is It Film damals in 2009 zum Fan geworden bin. Und deswegen habe ich so eine besondere Beziehung zu diesem Film, obwohl ich weiß, dass der bei den meisten Fans jetzt nicht sonderlich beliebt ist, weil das natürlich auch eine traurige Geschichte ist, dass das letzte Mal war, dass man Michael gesehen hat und dass dann natürlich direkt nach seinem Tod auch versucht wurde, sehr viel Geld zu machen mit eben diesem Film. Aber ich liebe diesen Film sehr und habe einige japanische Versionen davon. Zum Beispiel diese 3D Blu-ray-Version. Vielleicht wisst ihr, dass This Is It als 3D Blu-ray veröffentlicht wurde, allerdings nicht regulär im Handel, sondern wenn man einen bestimmten Blu-ray-Player gekauft hat, dann lag da so eine Kopie bei. Und das eben in verschiedenen Ländern, auch in Japan. Und ihr seht hier in dieser Box, da ist immer die Sprache des Landes, aus dem die Version eben stammt. Und hier sind dann die japanischen Schriftzeichen und auf der Rückseite auch noch weitere. Die gibt es auch aus Deutschland, Frankreich, USA, UK und so weiter. Also gibt es ganz viele verschiedene Versionen von dieser 3D Blu-ray. Vielleicht mache ich da mal ein eigenes Video zu. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das gerne hättet. Und ansonsten kann ich sagen, die ist nicht sonderlich schwer zu finden, sondern die gibt es schon für ungefähr 30 Euro, wenn man sie dann findet, weil da auch sehr, sehr viele, glaube ich, von rausgegangen sind und im eingeschweißten Zustand findet man sie, glaube ich, auch noch ganz gut. Das zweite von This Is It ist dieses Promo-Pack. Das wurde 2009 oder 2010 herausgegeben, um eben den Film zu promoten. Es besteht aus dieser Plastiktüte.
die auch sehr schön dickes Plastik hat, also auch super Qualität. Und hier oben kann man die so zuziehen, mache ich jetzt nicht, sonst geht es vielleicht kaputt. Vorne ist das Bild von This Is It drauf. Vorne steht nochmal Promo Not For Sale. Hier hinten nochmal der This Is It Schriftzug. Und drin ist zum einen die japanische 2-CD-Version von This Is It, auch mit japanischen Schriftzeichen hinten drauf. Hier seht ihr sie jetzt gerade noch mal ein bisschen genauer. Und ein Set von Postkarten von This Is It, auch das seht ihr jetzt noch mal genauer, wo auch noch ein Lesezeichen, ist das glaube ich, hier vorne sieht man es, drin ist. Das ist also auch sehr cool. Ein bisschen seltener auf jeden Fall als die This Is It 3D Blu-ray Promo, aber immer noch relativ einfach zu finden und ich denke auch hier werdet ihr für 30 € fündig werden. Die dritte und letzte This Is It Version, die ich euch heute zeige, ist meine Lieblings-This Is It Version von denen, die ich habe und ich glaube sogar eins meiner Lieblings-Sammlerstücke von Michael Jackson überhaupt. Das ist diese japanische Box, die naja relativ groß ist und so ein einmaliges Design hat, also nicht diese typische This Is It Silhouette, die man sonst kennt, sondern eben eine etwas andere. Und in dieser Box ist auch der This Is It Film natürlich drin und dazu noch ein T-Shirt. Meine Box ist noch eingeschweißt, deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Aber das ist eben so eine Special Edition Box, die damals auch ziemlich teuer war und die auch jetzt dementsprechend teuer ist, wenn man sie denn gerne haben möchte. Die eben was ganz Besonderes ist. Ich wüsste jetzt keine andere This Is It Version, wo noch ein T-Shirt bei ist. Vielleicht wisst ihr das und könnt mir das in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich sagen, ist das eben etwas ganz Einmaliges und ich finde die einfach wunderschön. Ich stehe dann bei mir in der Vitrine und immer wenn ich daran vorbeigehe, freue ich mich, dass ich die habe, weil die wirklich sehr, sehr schön ist. Wie gesagt, sogar noch eingeschweißt. Wenn ihr die haben möchtet, dann müsst ihr leider doch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. So zwischen 50 und 80 € würde ich sagen, werdet ihr die finden. Das ist sie für mich aber auch wert, weil die halt echt sehr, sehr schön ist. Kommen wir zu Teil 2 von meinen japanischen Sachen, die ich euch heute zeigen möchte. Und das ist dieses Set aus 3 CDs, nämlich die 3 Teile von der In The Closet Single aus Japan. In Europa zum Beispiel wurde diese Serie nur mit 2 Teilen, also Mixes Behind the Door 1 und 2, veröffentlicht. Aber in Japan ganz exklusiv gibt es auch diese wunderschöne dritte Version, die ist in lila. Also wunderschönes Design, ich mag die Farbe lila auch sehr. Und da sind dann nochmal weitere Remixe drauf. Und so hat man dann eben 3 Farben von In The Closet. Und wenn man die so nebeneinander im Regal stehen hat oder in der Vitrine, dann sieht das natürlich auch toll aus. Und bei meinen Versionen ist dann auch immer der Obi-Streifen noch mit dabei. Das ist natürlich, habe ich gerade schon gesagt, immer wichtig, dass man den hat. Denn sonst ist es halt nicht vollständig. Und als Sammler möchte man natürlich alles vollständig haben. Also wie ich schon sagte, besteht das Set aus 3 Teilen. Der erste Teil ist dieses orangene Cover. Da ist der Club Mix, der Underground Mix, der Touch Me Dub und der Key Ice 12-Inch Mix drauf. Im zweiten Teil haben wir den The Mission Mix, den Freestyle Mix und den The Mix of Life und noch den Underground Dub. Und im dritten Teil ist die Club Edit, der Newark Mix, der The Promise Mix, der The Wow Mix und dann noch der New Jack Jazz 21 Mix von Remember the Time. Zu den Remixen kann ich euch nichts sagen, weil ich die eigentlich nie höre, sondern ich besitze diese Version immer nur aus Sammlergründen und nicht, weil ich mir wirklich die Remixe anhören möchte. Was das Preisliche angeht, wenn ihr die wirklich mit Obi-Streifen haben wollt, dann kosten die natürlich immer ein bisschen mehr und die sind dann vor allem auch schwieriger zu finden. Ich würde sagen, mit Obi-Streifen zahlt ihr so 20 € für die erste, 25 € für die zweite und 30 € für die dritte. So ungefähr. Es kann natürlich immer abweichen, je nachdem, wo man gerade guckt und wenn man ein bisschen geduldig ist, kriegt man sie natürlich immer für weniger. Dann kommen wir jetzt noch zum dritten Teil. Da habe ich nur eine CD, die ich euch zeige. Und zwar diese Thriller-CD. Jetzt sagt ihr vielleicht direkt, wow, jetzt da ist ja gar kein Obi-Streifen bei. Ja, das stimmt. Die wurde nämlich ohne Obi-Streifen veröffentlicht. Das ist nämlich eine Clubauflage. Eine Clubauflage, das ist eine Version, die dann in CD-Clubs nur zu erwerben war. Das war eben sowas, da musste man sich anmelden. Einige kennen das von euch vielleicht. Gab es auch in Deutschland, den Club Bertelsmann. Dann hat man eine monatliche Gebühr bezahlt und musste dann jeden Monat so und so viele Bücher oder CDs oder Schallplatten kaufen oder die wurden einem zugeschickt.
Diese Clubs gibt es heute nicht mehr, weil es ja inzwischen das Internet gibt, wo man halt Sachen auch oft günstig dann bekommen kann. Und diese Version hier ist von dem Club The CD Club aus Japan. Clubversionen haben immer auch so einen komischen Barcode, der so ein bisschen anders aussieht als die, die man sonst kennt. Zeige ich euch auch nochmal die CD. Die wurde ohne Obi-Streifen veröffentlicht, und zwar irgendwann in den 90ern, also 1995 oder 96 irgendwann wurde diese Version veröffentlicht. Und obwohl die keinen Obi-Streifen hat, ist die ziemlich teuer und auch ziemlich selten. Ich würde sagen, so für 50 Euro bekommt ihr die. Ich habe jetzt nicht so viel dafür bezahlt, ich habe glaube ich so 30 Euro bezahlt. Und die wollte ich euch eigentlich auch hauptsächlich zeigen, weil es eben auch Ausnahmen gibt. Denn nicht jede japanische Pressung hat auch einen Obi-Streifen. Es gibt noch weitere Beispiele von japanischen Versionen, die keinen Obi-Streifen haben. Aber die kann man natürlich trotzdem dann sammeln. Die sind trotzdem auch sehr schön. Und so eine Clubauflage ist auch immer was Besonderes. Deswegen habe ich mich auch entschieden, die mal zu kaufen. Ja, das war's mit meinem Video von heute. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat. Also inhaltlich, ob euch das interessiert hat, verschiedene Versionen aus Japan zu sehen. Dann könnt ihr mir auch noch mal sagen, ob euch das Format gefallen hat, also dass ihr mich jetzt vor der Kamera seht, oder ob ihr das irgendwie unnötig findet und lieber wieder nur meine Hände sehen wollt. Und zuletzt könnt ihr mir auch noch eure Meinung zu japanischen Pressungen in die Kommentare schreiben. Es interessiert mich nämlich sehr, ob ich der Einzige bin, der die japanischen Pressungen besonders gerne mag, oder ob es auch noch andere gibt, die auch gerne die Version aus Japan zu Hause stehen haben. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, trotz Corona. Und vielleicht sehen wir uns bald in einem neuen Video wieder. Bis dann.